Der Versöhnungstag war im Alten Testament kein gewöhnlicher Tag. Er war ein Tag der Klarheit, ein Tag der Ausrichtung auf Gott, ein Tag, an dem alles andere zurücktrat. Im Zentrum standen klare Elemente: Opfer, Versammlung, Fasten, Demut und Ruhe. Das Leben wurde bewusst entschleunigt, nicht um sich selbst zu finden, sondern um sich neu auf Gott auszurichten. Um zu sagen: Gott, bist wieder im Zentrum. Nach der Zerstörung des Tempels haben jüdische Traditionen viele dieser Ausdrucksformen ins Gebet verlagert. Aber die Grundidee blieb: ein Leben, das sich immer wieder bewusst auf Gott hin ausrichtet. Adventisten verstehen diesen Gedanken noch weitergehend. Sie glauben, dass der Dienst im himmlischen Heiligtum weitergeht und dass der Versöhnungsgedanke nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit ist, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit mit Blick auf die Zukunft. Seit 1844, so das adventistische Verständnis, leben wir in einer Zeit, in der dieser Versöhnungsgedanke das Leben prägt. Und genau daraus entsteht ein bestimmter Lebensstil, nicht als Abgrenzung, sondern als bewusste Ausrichtung. Ein einfacher Umgang mit Besitz zum Beispiel, durch großzügiges Geben von Zehnten und Gaben. Ein Leben in Gemeinschaft, durch Gebetsgemeinschaft, Gottesdienste und Bibelfreizeiten, in denen Glaube geteilt und gestärkt wird. Die Ruhe des Versöhnungstages wird so zu einer inneren Neuordnung der Arbeit, weg von dem, was nur für diese Welt geschieht, hin zu dem, was ganz Gott gehört. Eine bewusste Lebensweise im Alltag, wie eine pflanzenbasierte Ernährung, die Dankbarkeit für Gottes Schöpfung ausdrückt und Verantwortung ernst nimmt. Ein zurückhaltender Umgang mit äußeren Zeichen, ein schmuckfreies Auftreten, das den Blick nicht nach außen bindet, sondern nach innen ordnet. Auch in der Musik zeigt sich diese Ausrichtung nicht auf das, was nur bewegt oder reizt, sondern auf das, was innerlich sammelt, klärt und nach oben zieht. Und insgesamt ein Lebensstil, der nicht im Hier stehen bleibt, sondern sich nach oben ausrichtet, auf Jesus, auf sein Heiligtum, auf seine Wiederkunft. Alles wird durchzogen von dieser Bewegung, weg vom eigenen hin zu Gott, weg vom Jetzt allein hin zur kommenden Welt Gottes. Der Versöhnungstag wird so zu einer Lebenshaltung, nicht nur ein Datum, sondern ein Weg. Ein Leben, das immer wieder sagt: Ich richte mich neu aus, ich gehe zurück zu Gott, ich lebe im Licht seiner kommenden Herrlichkeit. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn.